Hallo, mein lieber Schütze, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Schütze, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an mit deinem Hauptthema, deine Herausforderungen, denen du begegnen könntest im Mai und natürlich auch allgemein, was auf dich zukommt. Lieber Schütze, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, lieber Schütze, dann würde ich sagen, starten wir doch. Alle Informationen zu den Kartendecks findest du unten in der Infobox. Ja, lieber Schütze, dein Mai 2025. Lieber Schütze, was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Wir haben Liebe annehmen und lasse deine Träume wahr werden. Hui, lieber Schütze, falls du das Thema Liebe hast, fordern dich die Karten auf, dein Herz zu öffnen. Mach dich bereit zu empfangen. Sei bereit, auch Liebe anzunehmen. Du musst nicht nur geben, sondern empfange es auch. Ganz, ganz wichtig. Ich sehe auch, falls du jetzt sagst, Liebe ist nicht so mein Thema, beruflich gesehen könnte sich hier auch eine Chance zeigen, bezüglich deiner Passion leben oder auch deinen Herzensweg gehen. Und die Karte fordert dich wirklich auf, jetzt dein Leben so ein bisschen in die Hand nehmen und deine Träume jetzt zu verwirklichen, Stück für Stück. Finde einen Weg. Oder vielleicht darf auch ein Traum so ein bisschen auch anders sein, wenn du jetzt merkst, es geht nicht oder es ist Anführungsschlusszeichen zu spät, oder ich verstehe schon, dass wir ab einem gewissen Alter vielleicht nicht alle Träume so leben können, wie zum Beispiel mein ganz großer Traum war es, und ich muss ehrlich sagen, ich bereue es, dass ich es nie gemacht habe. Ich wollte immer ein Austauschschuljahr machen und Japanisch lernen. Also ich wollte ein Austauschschuljahr machen in Japan, als ich so 20 war. Und jetzt bin ich 37, für die, die es nicht wissen. Und ich hatte natürlich kein Geld und meine Familie hatte auch kein Geld. Also ich komme nicht aus reichem Haus oder so. Wir hatten eher kein Geld. Wir konnten uns auch keine Ferien oder so leisten. Und ja, und ich habe es nie gemacht. Ich habe einfach halt gesagt, ich habe kein Geld, Punkt. Aber mir kam nie in den Sinn, ich hätte ja auch einfach sparen können oder ja, mir das selbst verwirklichen. Und jetzt natürlich mit 37 Jahren kann man da nicht mehr einfach ein Austauschschuljahr machen, weil man ist ja zu alt, man ist ja nicht mehr schulpflichtig. Aber es gibt immer noch Alternativlösungen, dass man vielleicht sagt, man macht einen Sprachaufenthalt oder theoretisch auch ein Studium, wenn man das möchte. Es ist vielleicht nicht identisch das, aber es ist was Ähnliches, was so ein bisschen den Traum abdecken kann. Und erlaube dir wirklich, dass du auch so ein bisschen so denkst, wenn du merkst, dass du einen Traum dir nie erfüllt hast, finde eine andere Art, diesen Traum zu leben, weil ich verfolge, also ich bin am Sparen, dass ich mir das jetzt erfüllen kann. Dann, ich hoffe nächstes Jahr mal schauen, dass ich eben auch, ja, für eine länger, auch wenn es nur ein paar Monate sind, dort ein bisschen die Sprache lernen kann, halt einfach den Traum anders leben. Einfach so als Motivation für diejenigen, die sagen, sie sind zu alt, es geht nicht oder sie haben kein Geld. Versuche es anders zu leben. Beschränke dich da nicht, ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal weiter. Was ist denn dein Hauptthema, lieber Schütze? Die Hauptenergie, die dich so ein bisschen begleitet im Monat Mai? Wow, also hier kommt schon eine fette Chance auf dich zu Möglichkeiten, Ideen, Chancen für Erfolg, Chancen für die ganz große Liebe. Du musst aber bereit sein, es anzunehmen, also die Initiative zu ergreifen, wenn das deinen Weg kreuzt.
Und ich habe das Gefühl, die Chance, die kommt, ist ganz stark eben mit dem Thema Träume leben verbunden. Jetzt egal, ob das Liebe ist oder Beruf. Es geht darum, du kannst die Chance nur annehmen, wenn du wirklich bereit bist, jetzt dein Leben in die Hand zu nehmen und zu kreieren, dein Leben zu verwirklichen, also deine Träume zu verwirklichen. Raus aus dem Trott, raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Mangelenergie. Das muss so ein bisschen deine Intention sein und dann kommt diese Ast der Kelche. Es ist nicht umgekehrt, also du kannst nicht erwarten, dass Ast der Kelche dich rettet. Ast der Kelche rettet dich nicht. Ast der Kelche hilft dir dabei, das ist dein Werkzeug, um deine Träume zu erfüllen. Aber du musst vorher die Intention schon haben. Ganz, ganz wichtig. Wir haben hier auch Bube der Münzen, es kann also auch eine Idee sein oder eben eine ganz neue Begegnung. Schau mal, Ast der Kelche. Ja, schau hier, Zwei der Kelche, große Liebe oder etwas, was zu dir gehört. Es kann auch ein Beruf sein, ein neuer Beruf. Oder eine Art Vertrag. Etwas, was dir dabei hilft, deine Träume zu verwirklichen. Es unterstützt dich dabei, aber du musst es selbst tun. Also Ast der Kelche tut es nicht für dich. Ganz, ganz wichtig. Darum musst du bereit sein, anzunehmen oder es anzunehmen, zu empfangen und dann kannst du daraus etwas kreieren. Schauen wir mal, was ist denn das Hindernis? Was hindert dich daran, dieses Ast der Kelche anzunehmen, lieber Schütze? Was hindert dich daran, dieses Ast der Kelche? Ja, 7 der Schwerter, Selbstsabotage. Selbstsabotage, Maske tragen, sich nicht treu sein, die Lüge zu sich selbst. Das ist eine größte Herausforderung, ehrlich sein, und zwar zu dir. Und das auch leben, also nicht nur reden, sondern auch leben verkörpern. Wir können noch schnell mal sagen, was wir wollen. Die Frage ist, lebst du dein Leben auch so? Oder? Oder lebst du eher das Gegenteil? Wenn du sagst, ich wünsche mir, ich will einen treuen Menschen an meiner Seite oder einen ehrlichen Menschen, aber du lässt nur Menschen in dein Feld, wo lügen und betrügen, dann belügst du dich selbst, weil du hintergehst dich. Du bleibst dir nicht treu. Und das ist deine größte Herausforderung im Mai, dir treu bleiben. Und da darfst du wirklich so ein bisschen achtsamer sein, dass du immer ganz ehrlich bist zu dir selbst, also immer. Ich sage immer, der Schlüssel ist auch so ein bisschen Ehrlichkeit und Akzeptanz. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn der Kopf A sagt und das Herz sagt B. Ehrlichkeit und Akzeptanz. Eventuell, falls du das Thema Liebe hast, könnte auch das Thema Vertrauen da sein. Also das Vertrauen in dich oder vielleicht in das Leben oder in Menschen könnte ein Hindernis sein, wenn du das nicht hast, wenn das Vertrauen fehlt. Und Vertrauen haben heißt nicht, dass du naiv bist und Ja und Amen und die rosa Brille hast, sondern Vertrauen heißt, dass du auch Grenzen setzen kannst, weil du in deine Entscheidungen auch Vertrauen hast. Du hinterfragst nicht, diese Person tut mir eigentlich nicht gut, aber vielleicht ändert sie sich doch dennoch. Was ist, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich jetzt Nein sage? Das ist ein Zeichen, dass du dir selbst nicht vertraust. Oder wenn du dir selbst vertraust, dann weißt du auch, was für Entscheidungen du treffen darfst. Also vertrau dir selbst und belüge dich nicht. Ganz, ganz wichtig. Das passiert aber auch oft unbewusst, muss ich ehrlich sagen. 7 der Schwerter. Ja, bau dir ein Fundament des Vertrauens. Und wenn du Mühe hast, jemandem zu vertrauen bezüglich, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann kommuniziere das ganz klar. Arbeitet daran, Stück für Stück, dass sich dieses Vertrauen entwickeln darf. Überleg dir auch, was brauchst du, um mehr Vertrauen zu haben oder wie kann dein Gegenüber dich mehr unterstützen und was kannst du machen, damit du mehr ins Vertrauen kommst. Oder manchmal sehe ich bei Beziehungsthemen, dass man einfach sagt, ja, ich habe Mühe zu vertrauen, Punkt, fertig. Und dann wird das eine never-ending Story, weil es immer wieder hochkommt, Eifersucht, Misstrauen, aber man geht das Thema nicht an. Man überlegt sich nicht wirklich,
Wie können wir denn das Vertrauen aufbauen? Was können wir machen? Was brauchst du? Was für eine Art Kommunikation brauchst du? Und dann entstehen eben dann Vorwürfe, oder? Vorwürfe, ich will, dass du mir schreibst, du schreibst mir nie, so und so und so. Und Vorwürfe, das ist einfach ein Beziehungskiller, also wenn da immer dieses Nörgeln kommt, oder? Und die andere Person fühlt sich dann nicht verstanden und so weiter und so fort. Darum hier ganz klar aufeinander eingehen, einfach wenn du merkst, dass das dein Thema ist. Also wirklich nur für diejenigen, die das als Thema haben. Ansonsten sehe ich hier eventuell auch das Thema sehr kopflastig sein, dass der Kopf eben etwas anderes sagt als das Herz. Das sind dann aber oft Glaubenssätze. Schauen wir mal, was kommt sonst noch, Schütze? Oh, Ass der Münzen. Ich glaube, du hast einen unglaublich guten Monat. Ganz großes Potenzial. Die hohe Priesterin noch. Wir haben 4 der Münzen. Also hier ist eine Art Fokus. Ich sehe, dass du dich auf etwas fokussierst. Vielleicht auf ein Thema, auf einen Menschen. Und dass du das noch nicht loslassen möchtest. Und ich glaube, es ist auch okay. Also hier hast du den Fokus, eine Art Wille, sehe ich hier. Und ich sehe, dass etwas Wertvolles deinen Weg kreuzt. Also hier ist eine wertvolle Chance. Also falls hier eine Begegnung kommt, könnte die sehr, sehr wertvoll sein für dich, für die innere Fülle. Und es kann auch eine Seelenverbindung sein oder dass diese Begegnung vorherbestimmt war, ja. Um dir etwas Wertvolles zu überbringen. Ganz, ganz wichtig, wertvolle Chancen. Das können auch tiefe Erkenntnisse sein. Es kann manchmal, oder wir haben immer das Gefühl, eine Verbindung ist nur wertvoll, wenn wir zueinander finden. Aber klar ist es das Pünktchen auf dem i, sag ich mal, aber es kann auch sein, dass du durch eine Begegnung wertvolle Erkenntnisse hast, die dich vielleicht dann weiterbringen und dann zu deinem Herzensmenschen führen, weil du eben in dieses Bewusstsein eingetaucht bist. Es kann aber auch sein, dass es diese Verbindung direkt ist. Schauen wir mal, im Beruf sehe ich auch, dass du auf etwas fokussiert bist, dass hier wertvolle Chancen kommen, eben vielleicht mehr in Richtung Berufung leben gehen, Passion leben. Vor allem, wenn das etwas mit Spiritualität zu tun hat, dann mega, es ist ja auch spirituelles Wachstum. Und Erweiterung, schauen wir mal, 4 der Münzen. 4 der Münzen, ja, du fokussierst dich auf einen Wunsch, auf einen Traum. Darfst du weiterhin so machen, das ist genau richtig. Ass der Münzen, warum Ass der Münzen? Ass der Münzen, ja, hier zeigt sich was, wow, 10 der Münzen. Ich habe das Gefühl, das ist eine riesige Chance für Erfolg, also falls du dich beruflich irgendwie verwirklichen möchtest und das wirklich aus dem Inneren Stück für Stück tust, sehe ich hier Erfolg. Es führt dich zu Erfolg. Aber lass dich einfach mal darauf ein, wohin es dich führt. Oder es kann sein, dass es dich zuerst dorthin führt und nachher führt es dich noch weiter, vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung. Also lass dich darauf ein, hör da ganz stark auf deine Intuition. Die Priesterin. Ja. Es kann sein, dass du ab und zu ein bisschen Selbstzweifel hast bezüglich dieser Chance, ob du vielleicht diese Weiterbildung machen sollst, ob du das Wissen weitergeben sollst, anwenden sollst oder ob diese Verbindung wirklich stark ist. Aber das ist nur die Stimme der Angst. Da musst du dir keine Sorgen machen. Also ich sehe, dass du eigentlich fühlst, dass du jetzt da bist, wo du sein sollst. Also es fühlt sich auch so ein bisschen an, ich bin jetzt auf meinem Weg angekommen oder ich bin jetzt bereit, diesen Weg zu gehen. So fühlt sich's an. Ich bin jetzt bereit, den Weg zu gehen oder Liebe zu empfangen. Sehr spannend. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Skorpion, lieber Schütze, habe ich vorher Skorpion gesagt. Ich frage mich, warum. Lieber Schütze, vielleicht geht es eben um Transformation.
Oder Skorpion ist so ein bisschen die Energie von Reinigung. Skorpion steht ja dafür, dass etwas gehen kann, was nicht mehr zu einem gehört. So eine Art, oder wie eine Schlange, die sich häutet, oder ein Schmetterling, der sein altes Ich loslässt. Und der Schütze, der steht nachher für die Expansion, für diese Erweiterung, für diese in die Größe kommen. Aber damit der Schütze in die Größe kommen kann, muss er eben das Schwere zuerst loslassen, muss eben oder wie der Phönix aus der Asche. Der Phönix muss zuerst zur Asche werden. Das wäre so ein bisschen Skorpion-Energie. Das alte Ich darf wie Anführungsschlusszeichen sterben, und damit das Neue erwachen kann, braucht eben das alte Ich, muss gehen, und also das alte Ich, was nicht mehr zu einem gehört. Und der Schütze ist dann der Phönix, der losgeht, die Welt zu erkunden und in seine Größe zu kommen. Bewusstseinserweiterung. Und es kann sein, dass es darum geht, dass du vielleicht eben diese Phase jetzt durch hast oder gerade noch drin steckst und jetzt kommst du in dieses Ankommen da. Weil Skorpionenergie liegt schon stark auch da. Lieber Schütze, schauen wir mal, was ist denn der Rat? Ja, erzwinge keine Entscheidung, erzwinge es nicht. Hör auf zu erzwingen, lieber Schütze, hör auf Druck zu geben. Die Antwort wird sich dir zeigen, und wenn sie sich dir zeigt, darfst du es annehmen. Erzwinge nichts. Also nicht eine Antwort erzwingen, ein Gefühl erzwinge nichts, weil es kommt automatisch. Was liegt im Schatten? Wo hast du vielleicht zu wenig den Fokus? Wo darfst du ein bisschen mehr hinschauen, lieber Schütze? Der Wagen Krebsenergie so ein bisschen selbstbestimmter handeln. Also nicht warten, dass im Außen was passiert, nicht warten, dass andere sich entscheiden, nicht warten, dass sich das Leben im Außen verändert, sondern sei selbst die Person, die sich verändert, sei selbst die Person, die losgeht und die Initiative ergreift. Also mehr die Verantwortung über dein Leben haben, nicht auf Veränderung warten. Das wird nie passieren. Nur du kannst dein Leben verändern. Ganz, ganz wichtig. Im Zusammenspiel natürlich, was im Außen passiert. Ja, lieber Schütze, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.